Hola bom dia, liebe Paddelfreunde. Heute nehme ich euch mit auf eine Tour nach Portugal. Gestartet bin ich in Sesimbra im Hafen, bin dann an der Arabida-Küste entlang gefahren, habe am Praia da Cova di Mijona einen Zwischenstopp gemacht, bin dann weiter an der Küste, vorbei an traumhaften Steilküsten und versteckten Sandstränden bis zur Praia de Baleira und bin dann wieder zurück, weil ich dann das Kajak wieder beim Verleiher zurückgeben musste. Sonst hätte ich es vielleicht noch bis zum Leuchtturm an der Westspitze geschafft. Eine wunderschöne Tour, leider bei etwas Nebel, aber dafür mit magischem Licht. Gestartet bin ich in Sesimbra. Beim Club Naval habe ich das Auto abgestellt. Da ist ein kostenloser Parkplatz. Und bin dann rüber zum Borg Kajak und Outdoor Center gestiefelt und habe mein Paddel und die Schwimmweste abgeholt. Und hier ist die Einsatzstelle. Das ist ein Disco-Kajak. Das ist noch die sportlichste Variante, die sie da im Angebot hatten. Die Seekajaks waren leider alle auf Tour. Das ist ein Sit-on-Top-Kajak. Man sieht vorne noch in der Badewanne steht das Wasser drin, weil das selbst glänzend ist und da aber auch wieder Wasser ins Cockpit reinkommt. Aber für den Tag war das sehr gut geeignet. Hier geht es jetzt raus aus dem Fischereihafen. Hier rechts liegen die Fischerboote. Wieder. Das Boot läuft hier mit 6 km/h. Ist hier wendig. Ist ungefähr so lang wie der Turiak, so 4,60 so, glaube ich, um den Dreh. Etwas breit, aber sehr spitz vorne im Gegensatz zu den anderen Booten, die ihr am Ufer gesehen habt. Das sind ja auch Zweisitzer mit Rückenlehnen. Hier sieht man die Mole vom Hafen. Und da geht's raus aufs Meer und man sieht eigentlich gar nichts. Man musste an dem Tag auch immer schön an der Küste bleiben. Mit rausfahren war da leider nichts. Oh, hier kommt der Swell. Hier sieht man noch ein Schiff, mit dem die Taucher zu den Tauchspots rausfahren. Hinten sitzen die Taucher da alle dicht gedrängt. Und hier rechts der Farol do Forte Cavallo. Und kaum hat man die Hafenmole verlassen, kommt auch schon die Steilküste. Für mich war es das erste Mal auf dem Atlantik. Ich hatte Glück, dadurch, dass es so neblig war, war es auch nicht so sehr windig, sodass wir nicht so einen hohen Seegang hatten. Aber beeindruckend, wie das Meer hier die Felsen aushöhlt. Teilweise schießt das Wasser in so Öffnungen rein und spritzt dann oben mit Druck wieder raus. Das ist ganz beeindruckend. Wenn man da in so einem kleinen Kajak sitzt. Auf der Strecke kann man nicht aussetzen, außer an den einzelnen Sandstränden. Der Rest ist alles Steilküste. Und kristallklares Wasser. Was so knapp unter 20 Grad, so 18 Grad hatte das an dem Tag. Also nicht so sehr angenehmes Badewasser. Da habe ich auch einen Seekajakfahrer entdeckt in der Ferne, also in der GoPro-Ferne. Bin dann noch ein bisschen näher an ihn rangefahren. Ja, der hat doch zurückgewunken.
Hier schaut mal da, wo der Pfeil ist. Da ist so die Stelle. Da schießt der Wasserdampf förmlich raus. Wie aus einer Kanone. Der Swell waren heute so 60 cm mit irgendwie 12 bis noch was Meter Wellenlänge. Waren auch sehr viele Seevögel hier unterwegs. Der eine oder andere Fisch ist mir fast ins Boot gesprungen. Voll bizarr ausgehöhlt. Hier ist auch wieder so eine kleine Höhle, wo das Wasser rausschießt. Zu Anfang war ich hier noch sehr vorsichtig, was die Felsen anging. Im weiteren Teil kamen auch schöne Durchfahrten. Erinnert irgendwie an eine Kuh oder einen Stier und unten ist so ein Frauenkopf. Und hinten rechts sieht man so ein Licht leuchten. Das sieht so fast aus, als ob es da brennt. Aber da befindet sich der Cavallo Beach. Da scheint die Sonne drauf und das reflektiert dann in den Nebel und sieht dann so aus, als ob es da brennt. Oben rechts sieht man noch so eine einsame Fichte oder Pinie. Und hier am Rand sieht man oben noch so Kletterseile gespannt. Da gehen auch Leute lang zum Fischen und auch zum Entenmuscheln sammeln. Und immer wieder gibt es hier so Stellen, wo man sagt, oh, da geht es gar nicht weiter. Da geht es dann hinter einem Felsen plötzlich um die Ecke. Und hier dieses grüne, kristallklare Wasser, einfach traumhaft hier. Hier geht es erstmal nicht weiter. Unterhalb dieser Felsen geht es noch in den Berg rein. Das ist noch so eine Unterwasserhöhle. So, da geht es noch ein gutes Stück hinein. Und hier die erste Durchfahrt. Meine erste Höhle. Rechts ist mal so ein versteckter Strand. Da gibt es also keine Wege runter. Man muss da über die Felsen klettern, wenn man da hin möchte. Voll bizarr hier, diese Felsen. Und wenn man im richtigen Winkel guckt, sieht man, dass da auch ein Durchgang dazwischen ist. Leider war der zu schmal zum Durchfahren. Hier war ich schon ein wenig mutiger, habe mich da durchgetraut. Die Wellen schieben einen auch so ein bisschen hin und her, dass man da den richtigen Winkel abpassen muss. Und manchmal sind da ja auch Felsen im Untergrund, wo es vielleicht nicht tief genug ist.
Ja, jetzt habe ich den Durchgang hier passiert und vor uns ist der Praia do Ribeiro de Carvalho. Da vorne, das sieht so ein bisschen aus wie ein Schiff, dieser Felsen, und das ist ein Sandstrand. Zudem kann man auch hinwandern, also von dem Fort mit dem Leuchtturm, den ich euch am Anfang gezeigt habe, geht da ein Wanderweg an der Küste lang und dann kann man im Hintergrund zwischen diesen beiden Felswänden da absteigen. Ist auch ein beliebtes Ziel für die Kajaktouren. Die meisten fahren auch nur bis hierher. Wunderschöner Strand hier mit klarem Wasser. Für eine Pause war mir das hier noch zu früh. Ich bin ja eigentlich gerade erst losgefahren. Dieser Fels hier vorne rechts, der hat auch noch so ein Tor drin, wo man durchlaufen kann. Ja, ein bisschen später habe ich noch ein paar Fischerboote getroffen. Die sind mit diesen kleinen Booten da raus und haben geangelt. Also Fische gab es hier auf jeden Fall genug. Ich habe hier massenweise Fische gesehen unter Wasser. Bom dia. Hier sagt man nicht Moin, hier sagt man Bom dia. Ja, hier ein paar spektakuläre Felsformationen hier mit Wasser dazwischen und Wellen. Ach, es hat super Spaß gemacht, da lang zu fahren. Muss aber auch ein bisschen aufpassen. Da ist gerade ein Fisch gesprungen. Hinten sieht man schon so ein weißes Gebäude. Das ist auch so ein verlassenes Haus, was an einem späteren Strand, an dem ich noch anlanden werde, steht. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Hier rechts sieht man jemanden, der an dieser Wasserkante da lang klettert. Und das müsste ein Entenmuschelsammler sein. Die Entenmuscheln sind hier so eine Delikatesse und da setzen manche Leute Kopf und Kragen aufs Spiel, um die zu ernten. Also nicht so ganz ohne hier an dieser Felsküste da lang zu klettern. Hier im weiteren Verlauf frischte der Wind langsam auch ein bisschen auf, sodass die Wellen auch ein bisschen höher wurden. Hier wieder solche bizarre, ausgehöhlte Felsen. Ja, an diesen Wellen, die sich da brechen, hätte man den ganzen Tag zuschauen können.
Das war auch eine unglaubliche Lichtstimmung. Das kommt auf dem Video nicht ganz so rüber, aber es war einfach mystisch. Hier geht es jetzt zu dem nächsten Strandabschnitt. Einfach Wahnsinn. Das war nicht mehr durch hier. Musste ich hier noch einmal um diesen Felsen rum, weil auf der anderen Seite sah mir das nicht schön genug aus. Da sind teilweise auch kurz vorm Strand noch Felsen im Wasser, da muss man so ein bisschen aufpassen. Und hier sind wir am Praia da Cova da Migjona. Da war auch kein Mensch hier an diesem Strand. Und an dieser Küste hier ist der Sand auch sehr grobkörnig. Dadurch ist das Wasser immer schön sauber. Vorhin hat man noch so ein Ausflugsboot gesehen. Das ist aber vorbeigefahren. Ja, hier so ein paar Impressionen von dieser Strandbucht. Sonnenbrille habe ich an dem Tag, zumindest auf dem Kajak, nicht gebraucht. Ja, hier sieht man das Disco nochmal von RTM. Da habe ich mich zumindest bei der Fahrt hier sehr sicher drin gefühlt. Und einigermaßen schnell war es auch noch. Da soll man auch ganz gut mit surfen können, wenn die Wellen ein bisschen höher sind. Ja. Ich muss mich beim Paddel auch noch umgewöhnen. Ich habe ja sonst ein links gedrehtes Paddel und das war, glaube ich, rechts gedreht. Zumindest anders, als ich es mir selber einstelle. Aber hat auch funktioniert. Sah auf den ersten Blick gar nicht so aus, als ob man da durchfahren könnte, aber so war es hier immer an der Küste. Man muss immer ein bisschen reinfahren und schauen. Jetzt bin ich ja hinter dieser Landzunge. Das ist teilweise wie so ein Irrgarten. Ist toll, wenn man sowas auch mal selbst erleben kann. Bis jetzt habe ich das nur in Videos von anderen gesehen.
Hier ist auch noch eine große Höhle dahinter. Also es war sehr verlockend, hier nochmal an den Felsen auszusteigen, um sich mal so eine Höhle da anzuschauen. Aber sicher ist sicher. Hier hat man mal Nebelhorn. Der Ton hat mich hier den ganzen Tag begleitet. Draußen auf dem Meer waren größere Schiffe unterwegs und dann hörte man in regelmäßigen Abständen das Nebelhorn oder die Nebelhörner. Da war also draußen richtige Suppe. Kann man sich schon so vorstellen, wie diese Felsbrocken von oben runtergefallen sind. Da möchte man da nicht im Weg stehen. Hier sind noch viele Seevögel auf diesen Felsen hier. Hier sah es zuerst so aus, als ob man danach durchkommt. Hier liegt noch rechts so eine tote Möwe im Wasser. Die hat es wohl nicht geschafft. Vor mir brechen sich auch die Wellen. Vorne sind da gigantische Brecher, so für meine Verhältnisse. Da sieht man nochmal einen Strandabschnitt. Und der hat auch den passenden Namen, Praia do Inferno. Da kann man sich sicherlich vorstellen, wenn hier mal ein bisschen mehr Wind und mehr Seegang ist, wie es hier aussieht. Da vorne rechts sieht man den Durchgang, wo ich eben nicht durchgekommen bin. Und hier rechts nochmal die Vögel auf dem Felsen. Da war auch nochmal ein Nebelhorn im Hintergrund zu hören. Und immer mal wieder so verlockend aussehende Eingänge. Der war aber leider zu flach. Das soll aber nicht der letzte gewesen sein. Kommt man nicht wieder raus, ne? Ne. Nein.
Vorne sieht man wieder so ein Grün, da kommt der nächste Strand. Hier bekommt man mal so einen Eindruck, wie hoch der Seegang hier ist. Die Möwen hat es jedenfalls nicht gestört. Ja, durch. Da habe ich hier so eine kleine Ecke entdeckt. Das sah aus wie so eine Spalte. Und da bin ich da mal eben rumgefahren und da schoss das Wasser hier noch von der Seite hier rein und da war da eine Durchgangshöhle. Wahnsinn, das Teil. Hier geht's wieder raus und links war noch so eine Stelle, wo es ein bisschen weiter ging. Geil. Aber da war leider Sackgasse. Hier kann man endlich mal alle Paddeltechniken anwenden. Ja, das war hier wie in einem Labyrinth. Man denkt, da ist eine Felswand und es geht nicht weiter. Die Felsen sind hier rechts auch teilweise metertief unterspült. Teilweise ist es so flach, dass man erst mit einer Welle rüberfahren kann. Und da geht es noch ein Stück und noch ein Stück. Das wird vielleicht irgendwann eine Durchfahrt in 1000 Jahren oder so. Aber eine Höhle ist da schon mal. Wenn da kein Piratenschatz versteckt ist. Oder Schmuggelware. Ein richtiger Überhang hier.
langsam bin ich dann etwas mutiger geworden. Vorne der Stein ist fast kugelrund, der da am Ufer liegt. Sieht aus wie so ein Geschoss von einem Riesenkatapult. Ja, hier ist der Praia de Vale Covo. Das ist so ein ganz schmaler Strandabschnitt. Und so sieht das unter Wasser aus. Super viel Spaß gemacht, hier zu paddeln. Da habe ich 2 Kormorane aufgeschreckt. Das wollte ich ja gar nicht. Ja, mittlerweile habe ich mich hier beim Paddeln ein bisschen eingegroovt. Da hat man sich schon mal über so einen Stein getraut, bei dem man nur mit einer Welle rüberfahren kann. Und das ist das reinste Labyrinth hier. Ja, und hier habe ich schon mal eine Pause im Praia da Valeria gemacht. Und das war so eine ganz mystische Bucht. Da ist auch so eine Art Lost Place mit einigen Gebäuden. Und hier so ein paar Impressionen vom Strand, was da so angespült wird. Könnte auch aus Herr der Ringe sein. Ja, dann ging es weiter.
So. Jetzt geht's auf den Rückweg. Ja, der Alarm, den ich mir gestellt hatte, hat leider schon ausgelöst und die Hälfte der Zeit war sodass ich den Rückweg antreten musste. Bis zum Cabo Especial habe ich es heute leider nicht mehr geschafft. Aber wenn man die Küste da gesehen hat und jede Ecke mitgenommen hat, hat es halt etwas länger gedauert. Und zurück hat man auch hier und da die eine oder andere Stelle entdeckt, die entweder spektakulärer aussah, wo man vorher durchgefahren ist, oder wo man einen neuen Einstieg gefunden hat. Ja, jetzt habe ich noch 10 Kilometer Rückweg vor mir. Es hat auch ein bisschen aufgeklärt. Die Durchfahrt hier habe ich natürlich nochmal mitgenommen. Ja, insgesamt hat mir Portugal super gefallen. Ich hatte leider nur diesen einen einzigen Tag für diese Kajaktour. Mit ein bisschen mehr Sonne wäre es vielleicht noch schöner gewesen, aber mit dem Nebel hatte das auch was Mystisches. Da habe ich doch so einen kleinen Mini-Strand mit Höhlen entdeckt. Kann sein, dass der auch erst freigelegt wurde, weil jetzt die Flut abläuft, oder ich habe es vorher einfach nicht gesehen. Hier kann man bestimmt noch ein paar Tage verbringen, um die Küste hier zu erkunden. Immer wieder so kleine Strandabschnitte, je nach Tide. Da ein neugieriger Kormoran. Und endlich habe ich mal jemand getroffen. Dahinter ist noch ein Zweier-Kajak. Und das Sub vorne hatte ein ganz gutes Tempo vorgelegt. Die kam dann, glaube ich, so eine halbe Stunde nach mir an.
Sieht so ein bisschen aus wie eine Amphore, dieser Felsen. Das war der Stierkopf vom Anfang. Einfach sagenhaft, was da an Felsen im Wasser steht und mit den Höhlen drin. Ja, jetzt habe ich den Farol de Forte di Cavallo wieder erreicht. Jetzt mal mit etwas Sonne. Man kann auch so ein bisschen blauen Himmel erkennen. Und einen Angler. Ja, jetzt zum Ende reißt der Himmel auf. Aber es war ja schon Nachmittag. Jetzt nochmal das Stück entlang der Schutzmole. Und hier sieht man noch die ganze Vogelkolonie mit dem Guano. Und vor uns liegt Sesimbra. Jetzt teilweise sogar im Sonnenlicht. Die portugiesischen Orte sehen alle immer so pastellfarben aus. Das passt hier wunderbar mit diesem Licht zusammen. In der Mitte vorne ist das Stadtfort. Und links ist der Hafen. Hier die portugiesischen Fischkutter. Hier im geschützten Bereich sieht man keinen Seegang mehr, keinen Wind, keine Wellen. Sehr farbenfroh angemalt, auch diese Fischkutter. Jetzt schlängel ich mich noch zwischen den letzten kleinen Booten hier durch zur Einsatzstelle. Vorne sieht man noch eine Gruppe, die fahren wohl jetzt erst los. Die bekommen gerade ihr Briefing. Ja, eine wunderschöne Tour. Die hat mir sehr viel Spaß gebracht und wird mir sehr lange in Erinnerung bleiben.
Sowas muss ich auf jeden Fall noch einmal machen, aber dann mit einem richtigen Seekajak, bitte. Ja, 20 Kilometer Tour. Vom Seegang war das einfach ideal für das Boot hier. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Stadtbubbel in Sesimbra gemacht. Im Kajakverleih hatte ich noch einen Tipp für ein kleines Restaurant bekommen. Da bin ich dann hinmarschiert. Da konnte man schön durch diese kleinen verwinkelten Gassen spazieren. Da gab es auch ganz viele Fischrestaurants mit einer super Auswahl. Und ich habe mir dann einmal Schokofritto gegönnt. Und hier oben ist noch ein Foto aus Setúbal. Da gibt es noch den Mr. Schokofritto. Und Dolce da Casa. Wenn Sie was können, Nachtisch. Die anderen Sachen sind aber alle sehr lecker gewesen. Ja, die Azuelos, die Kacheln, die man überall in den Häusern findet. Und hier ein Blick von der Mauer, von der Stadtbefestigung, vor dem Fort. Mittlerweile haben wir hier einen wunderschönen blauen Himmel wie zum Rhône, aber so ist das Wetter in Portugal an der Atlantikküste. Bis zum nächsten Mal. Hola, bom dia.